Gestern war ein Tag und ist nun nicht mehr da. Was ist daraus geworden? Fata Morgana Sheikh, Mutter Morgana Sheikh, Halluzination Sheikh. Eine Vorstellung, was nicht mehr da ist, Sheikh. Ist nicht mehr da. Was haben wir gestern gemacht? Sheikh, getobt, ausgetobt. Shoppen waren wir. Wir waren schön essen, Salat. Was für ein Salat? Thunfischsalat. Nun hast du den Salat. Was ist aus dem Salat? Was ist damit passiert mit dem Salat? So schön. Und gestern mit dem Toben. Bäckerei toben. Nein, austoben. Was ist daraus geworden? Disco, Discount. Verschwunden, Sheikh. Und wo bist du jetzt? Bist du auch mit verschwunden? Na, ich bin hier, Sheikh. Aber gestern ist verschwunden. Und alles, was du erlebt hast, auch mit verschwunden. Aber du bist hier. Ja. Du wirst immer da sein, aber dein Austoben wird nicht mehr da sein. Dein schöner Salat wird auch nicht mehr da sein. Was nicht für Allah war, wird nicht mehr da sein. Wo hat das alles geendet? Dein Salat am Ende des Tages oder Mitte des Tages. Alles, was du dir schön genossen hast, ausgetrunken hast, vollgegessen hast, endete in der Toilette, Sheikh. Haben wir abgespült. Warum hast du abgespült? Weil sonst gestunken hätte, Sheikh. Es hat von Anfang an gestunken, aber das hast du nicht gemacht. Von Anfang an. Wenn was am Ende stinkt, dann muss es auch am Anfang gestunken haben, aber du hast es nicht gerochen, wahrgenommen. Du warst sowas von gierig. Du warst sowas von lustig. Und du hast es nicht wahrgenommen. Was am Ende stinkt, hat am Anfang auch gestunken. Anfang ist Ende, Ende ist Anfang. Was müssen wir tun, Sheikh? Wir müssen tun, was am Anfang nicht gestunken hat und am Ende nicht stinken wird. Was stinkt nicht am Anfang, Sheikh? Alles, was wir für Allah tun, für unseren Schöpfer tun, wofür er uns erschaffen hat, zu was er uns erschaffen hat, für was er uns erschaffen hat, das stinkt nicht. Nur das stinkt nicht und das wird auch nicht verschwinden. So wie du immer da bist, wird es da sein. Denkt nicht, ihr seid gestorben und ihr seid auch verschwunden. Nein, wo du bist, bist du. Du wirst niemals nirgendwo sein. Oh, du Mensch. Du wirst niemals nirgendwo sein. Du wirst immer irgendwo sein. Entweder bist du bei deinem Herrn immer, aber du wirst niemals verschwunden. Für immer. Du wirst immer da sein. Man muss dann wissen, wo man sein sollte. Mit wem man sein sollte. Dass wir nicht Toilette. Runtergespült. Abspülen. Abspülen müssen. Abspülen ist zum Reinigen da. Unser Leben muss so rein sein, dass man nicht abspülen muss. Unser Leben darf nicht gestunken sein, gestunken haben und nicht stinken. Was stinkt, muss man abgespült haben. Reines Leben verlangt der Herr von uns. Und das Tag für Tag. Alles, was wir erlebt haben gestern, ist gestern geblieben oder heute verschwunden. Und wo hat alles der schöne Salat,
geändert in der Toilette. Alles, was wir von dieser Welt nehmen, oh ihr Leute, endet in der Toilette. Endet in der Toilette. Alles, was wir in diesem Leben Gebrauch machen, entweder geht es unter die Erde und dann schnell wieder zu, damit es nicht radioaktiv wird. Müll. Was passiert alles von unserer Lebensproduktion, oh ihr Leute, für heute? In dieser Welt, was wir benutzen, endet alles in Müll, oder? Alles, was wir von dieser Welt nehmen, endet am Ende immer im Müll. Und sogar Müll, wenn man das nicht schnell irgendwie entsorgt hat, irgendwann schafft das dieser Müll auch nicht, dieser ganze Müll, diese Müllhalde. Und was passiert dann? Explodiert. Man sagt Grisou-Explosion dazu. Habt ihr nie gehört? Das ist russisch, glaube ich. Grisou-Explosion. Was ist passiert? Grisou ist passiert, Sheikh. Was ist das? Müllexplosion. Sogar Müllhalde konnte das nicht mehr tragen, dieser Müll. Und musste explodieren. Entweder unter die Erde, sofort, damit nichts explodiert und nicht krank macht. Alles Metall endet in Schrott. Und du solltest aufpassen, dass du nicht als Kadaver endest. Unser Körper, was für ein schöner Körper ich habe, Sheikh. Schau mal, 60, 90, 60 oder 90, 60, 90. Da komme ich immer durcheinander. Und meine Zähne habe ich neu machen lassen, die neuen Prothesen. Wir beten unser Körper an und tun alles. Das ist aber, das wird dir niemals nutzen. Silikon, Botox, das wird alles nicht nutzen. Du entstellst dich immer umso mehr. Schätzt du deinen Körper wirklich so sehr? Tu alles, dass deine Zellen von Vergänglichen zum Unvergänglichen werden. Dass die niemals verwesen und wenn du unter die Erde kommst, nicht zu einem Kadaver geworden bist. Das ist dem Körper zu schätzen, wissen. Kosmetik. Benutze göttliche Kosmetik, Zikr. Allah, Allah, Allah. Ich will auch schön aussehen. Ja, wer tut, ja, wer tut, ja, wer tut. Schätzt du deinen Körper wirklich so sehr? Pass auf, dass du am Ende nicht als Kadaver gestunken und verwest bist. Dass kein Tier kommt und die Nase zumacht und dann wieder abhaut. Mach alles für deinen Körper mit Allah. Nur er kann deinen Körper aufrecht halten, schön halten, frisch halten. Kosmetik bei Allah Almighty. Schönheitschirurgie mit Allah in Hand Gottes. Möge unser heute und morgen, wenn nicht gestern, für Allah sein. Möge diese heute nicht am Ende abgespült worden sein. Die Engel machen sofort. Warum ist gestern verschwunden? Weil die Engel sofort abspülen. Weg, weg, weg. Für Heilige gibt es weder gestern noch heute noch morgen. Für die Heiligen gibt es immer die Gegenwart, weil da nichts zum Abspülen ist. Es ist ein reines Leben. Alles, was rein ist, muss nicht abgespült werden. Versuchen wir, dass unser Leben nicht etwas wird zum Abspülen. Nicht am Ende alles in der Toilette geendet hat. Das ist kein Happy End. Das ist ein Dirty End.
Alles, was wir essen, alles, ob das Kaviar ist, russisch oder Steak, argentinisch, am Ende ist die Zukunft schon von heute klar. Toilette. Warum haben wir so viel bezahlt dafür? Wir haben Leute getötet, wir haben Leute ausgebeutet, wir haben alles getan, damit wir das bekommen haben. Für etwas, was am Ende in der Toilette geendet hat. Unsere Klamotten, Designer, Schnitze, Designer, Schnitte und Schlitze. Wo enden sie am Ende? Im Müll. Alles, was wir von dieser Welt nehmen, essen, tragen, endet im Müll. Sogar dein Körper endet im Müll. Wenn du als Kadaver gestorben bist. Wir haben noch die Zeit und die Möglichkeit, aus unserem Körper und unserem Leben etwas Besseres zu machen. Do your best. Damit unser Leben reines Leben wird und nicht abgespült werden muss. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Amen.